Jeden einzelnen Morgen, ohne Ausnahme, macht ein 77 Kilogramm schwerer neapolitanischer Mastiff namens Titan dasselbe. Er läuft quer durchs Haus, sucht den einen Mann, den er am meisten liebt auf dieser Welt, und klettert direkt auf seinen Schoß. Alle 77 Kilogramm von ihm. Und der Mann? Er seufzt einfach, stellt seinen Kaffee ab und lässt es geschehen. Denn nach 3 Jahren weiß er besser, als mit einem Hund zu streiten, der das Wort Nein schlicht nicht kennt. Aber wisst ihr, was euch niemand über neapolitanische Mastiffs erzählt? Hinter diesen Falten, hinter diesen hängenden Läpsen und diesem Gesicht, das aussieht, als hätte es 1000 Schlachten überstanden, steckt ein Herz, so weich, so vollkommen ergeben, dass es euer gesamtes Leben umkrempelt, ohne vorher zu fragen. Und genau das hat Titan mit Daniel gemacht. Daniel Wagner war 34 Jahre alt, als er Titan zum ersten Mal sah. Er suchte keinen Hund. Er hatte einen guten Job, ein kleines Haus am Stadtrand von Hamburg und einen Tagesablauf, der lief wie ein Uhrwerk. Er mochte Ordnung, er mochte Ruhe. Er war der Typ Mann, der samstags staubsaugte und jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett ging. Seine Schwester beschrieb ihn als den einzigen Menschen, den sie kannte, der nie etwas Spontanes getan hatte. Ein Freund schickte ihm ein Video. 30 Sekunden lang ein zerknitterter grauer Hund, der versucht, auf dem Schoß eines Mannes zu sitzen, sich in unmögliche Formen faltet, völlig überzeugt davon, dass seine Körpergröße dabei keine Rolle spielt. Daniel schaute es einmal, dann nochmal, dann ein drittes Mal und irgendetwas in seiner Brust verschob sich, das er nicht benennen konnte. Er fand einen Züchter weit weg. Er sagte sich, er wolle nur schauen. Er kam mit Titan nach Hause. Die erste Woche war eine Lektion. Titan war 8 Wochen alt und hatte bereits die Größe eines kleinen Footballspielers. Er fraß sein Futter in 30 Sekunden und saß dann neben dem Napf und starrte Daniel an, mit einem Blick, der andeutete, dass die Mahlzeit eine persönliche Beleidigung gewesen sei. Am 2. Tag entdeckte Titan die Couch und entschied, die gehört ihm, nicht uns, ihm. Daniel fand sich am ersten Abend auf dem Boden wieder und beobachtete, wie ein 20 Kilogramm schwerer Welpe eine komplette Eckcouch in Beschlag nahm, ohne eine einzige Entschuldigung. Bis zur 3. Woche hatte Titan auch das Bett beansprucht, den Sessel am Fenster und den warmen Platz neben dem Heizkörper. Daniel hatte einen schmalen Streifen Matratze und einen Klappstuhl in der Küche für sich. Dann kam der Speichel. Niemand hatte Daniel vor dem Speichel gewarnt. Titan sabberte beim Fressen, beim Schlafen, beim Spazierengehen und auch in Momenten vollständiger Stille, ohne jeden logischen Grund. Daniel kaufte sein erstes Päckchen Sabbertücher an einem Dienstag. Bis Freitag besaß er 17 davon. Aber hier ist, was Daniel ebenfalls nicht erwartet hatte. Am 4. Abend hatte er einen harten Tag bei der Arbeit gehabt. Die Art, die schwer auf den Schultern lastet und einem nach Hause folgt. Er kam durch die Tür, warf seinen Schlüssel hin und ließ sich auf den Küchenboden sinken, ohne es wirklich zu beabsichtigen, Rücken gegen den Schrank gelehnt, zu müde, um sich zu rühren. Titan kam langsam näher. Er schaute Daniel einen langen Moment an, dann legte er sich direkt auf ihn. Nicht neben ihn, auf ihn. 35 Kilogramm warmer, zerknitterter Hund über seinen Schoß verteilt, wie die schwerste Decke der Welt. Daniel saß um 18:47 Uhr auf dem Küchenboden, unter einem Welpen begraben, und zum ersten Mal an diesem ganzen Tag atmete er aus. Das wurde zur Routine. Titan lernte Daniels Tagesablauf so, wie manche Hunde Kommandos lernen. Er wusste, wann der Wecker klingelte, wann der Kaffee fertig war und wann Daniel sein Gewicht brauchte. Es wurde nie beigebracht, es war einfach so. Ich sehe, ihr seid noch dabei, aber noch nicht abonniert. Das tut ehrlich gesagt ein bisschen weh. Drückt auf Abonnieren, ihr wollt sehen, was als nächstes kommt. Als Titan seine volle Größe erreicht hatte, war die Schoßsituation zu dem geworden, was Nachbarn höflich eine Situation nannten. 77 Kilogramm, von Kopf bis Schwanz voller Falten, Pfoten so groß wie kleine Teller. Jeden Morgen näherte er sich Daniels Sessel mit der Selbstsicherheit eines Mannes, der das Argument bereits gewonnen hat, legte 2 riesige Vorderpfoten auf die Armlehne und wartete einfach. Daniel versuchte Nein zu sagen. Titan blinzelte ihn an. Er versuchte aufzustehen. Titan folgte ihm und wartete am Sessel, bis er zurückkam. Er versuchte, ein Kissen auf den Sessel zu legen. Titan entfernte es, legte es mit überraschender Sanftheit auf den Boden und kletterte trotzdem hoch.
Daniel rief eines Abends seine Schwester an. Sie fragte, wie das Hundetraining laufe. Er schaute Titan an, der 2/3 der Couch beanspruchte, während Daniel in der verbleibenden Ecke saß wie ein Hausgast im eigenen Zuhause. Er sagte gut, alles läuft gut. Was er nicht sagte, dass er früher zur Arbeit aufbrach, nur um mehr Zeit mit ihm zu haben, dass er mit diesem Hund so redete wie mit einem engen Freund, keine Befehle, einfach Gespräche, über den Tag, über gar nichts. Und Titan hörte, jedes Mal, Kopf leicht geneigt, diese tief liegenden Augen verfolgten jedes Wort, auf eine Art, die weniger nach Geduld aussah, als nach echter Aufmerksamkeit. Manche Verbindungen lassen sich nicht mit Logik erklären, genau deshalb verdienen solche Geschichten es, erzählt zu werden. Dann kam der Morgen, der alles veränderte. Daniel hatte eine schwierige Zeit durchgemacht, nichts Dramatisches, nur die stille Schwere, die sich langsam aufbaut, Druck bei der Arbeit, eine Freundschaft, die sich verflüchtigt hatte, die Einsamkeit eines Lebens, das von außen in Ordnung aussieht. Er hatte wochenlang schlecht geschlafen, lebte seine Tage auf Autopilot. An einem Morgen um 6:22 Uhr saß er in seinem Sessel, bevor die Sonne richtig aufgegangen war. Der Kaffee wurde kalt. Er dachte nicht wirklich nach, er saß einfach da. Titan kam aus dem Flur. Er durchquerte den Raum, stellte sich vor Daniel und tat etwas, das er noch nie zuvor getan hatte. Er drückte seinen riesigen Kopf gegen Daniels Brust und hielt ihn dort, bewegte sich nicht, machte keinen Laut, nur das Gewicht seines Kopfes, dieser warme, gleichmäßige Druck und das ruhige Geräusch seines Atems. Daniel legte seine Hand in Titans Nacken. So blieben sie 4 Minuten lang. Daniel zählte. Er rief seine Schwester an diesem Nachmittag zum ersten Mal seit Wochen, schrieb einem Freund, den er gemieden hatte, ging am Abend spazieren. Nichts war gelöst, aber irgendetwas hatte sich geöffnet. Ganz leicht, gerade genug. Nicht jede Healing ist laut. Manche geschieht um 6:22 Uhr morgens in einem Sessel, der für euch beide zu klein ist, mit einem Hund, der seinen Kopf gegen eure Brust drückt und einfach bleibt. Heute ist Titan 3 Jahre alt. Er beansprucht den Sessel noch immer jeden Morgen. Er sabberte noch immer auf alles, was Daniel gehört. Er braucht noch immer 17 Sabbertücher und die vollständige Kapitulation aller bequemen Möbel im Haus. Und jeden einzelnen Morgen, ohne Ausnahme, klettert er auf Daniels Schoß, alle 77 Kilogramm von ihm. Und Daniel stellt seinen Kaffee ab und lasst es geschehen. Denn manche Lieben kommen mit zerknitterten Gesichtern und tellergroßen Pfoten und keinerlei Sinn für persönlichen Raum. Und sie sind genau das, was ihr gebraucht habt, auch wenn ihr nicht gewusst habt, dass ihr danach gesucht habt. Ist das ein Hund, der seine eigene Größe nicht kennt? Oder weiß er genau, was er tut? Schreibt es mir in die Kommentare.